Das Ding ist einfach ein Must-Have für dich da draußen. Das ist die Seco-Box für den Prusa XL inklusive Sunlumod, damit ihr alle Filamente standardgemäß trocknen könnt. Ihr könnt bis zu 5 Filamente trocknen. Es wird direkt aus der Box gedruckt. Ihr habt eine verbesserte Filamentführung. Ich würde sagen, wir starten mit dem Aufbau, Tutorial, Anleitung. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntags-Update. Heute habe ich ein ganz besonderes Video, wo ich mich schon so lange drauf freue. Denn dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Surf Alex entstanden. Wir haben uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Prusa XL Filamenttrocknung und Filamentführung. Und das ist dabei rausgekommen. Ein ganzer Tisch voller schöner Bauteile. Ich habe euch das ja schon in einer der letzten Videos gezeigt. Diese Platte hier. Und da steht's, die Seco-Box by Surf Alex. Oh, geil, wenn ihr wüsstet, was jetzt kommt. Also, Seco ist das lateinische Wort für trocken und die Schildkröte wurde gewählt, weil das Filament da drin sicher ist wie in einem Schildkrötenpanzer. Und wir haben lauter Teile aus PETG, Kohlefaser, hier habe ich sogar ASA und vor allen Dingen PA12 Kohlefaser für diese Lüfterführung. Da geht die Düsentemperatur aber richtig durch. Pam! Wie ein Düsenjet. Da wird das Filament mit getrocknet. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man die ganze Kiste zusammenbaut, was ihr für Teile braucht, damit auch du das zu Hause für dich selbst nachmachen kannst. Ihr habt die Möglichkeit, die Box in 2 Varianten zu bauen. Einmal aktiv und einmal gibt es auch eine passive Variante. Und ich werde euch jetzt mal die aktive Variante zeigen mit der aktiven Filamenttrocknung. Ist kein Muss, ihr könnt das auch später nachrüsten, aber ich würde sagen, ich schnack gar nicht lange. Wir bauen jetzt gemeinsam den Rahmen. So, für den Rahmen brauchen wir nur 9 verschiedene Profile, 4 kurze, 3 mittellange und 2 ganz lange. Dann haben wir noch so 3D Würfeleckverbinder. Die habe ich mir jetzt auch schon in diesem Galaxy Black lackiert, weil Silber war das so langweilig. Dann ganz wichtig, die Scharniere später für diese Polycarbonatscheibe. Da haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, mit eingelassenen Griff. Ihr bekommt die Datei, dass ihr euch die Scheibe genauso mit den Löchern bestellen könnt, mitgeliefert. Die Scheibe ist bei mir jetzt eine getönte Scheibe, da freue ich mich ganz besonders drauf. So, hier werden die Filamente später abgerollt, die Platten, die Rückseiten, die Lüftung. Aber das Ganze brauchen wir erst später. Jetzt bauen wir das zusammen. Boah, ey, ich freue mich so krass doll jetzt, das endlich zusammenbauen zu können. Da steckt so viel Arbeit hinter und so viel Vorfreude vor allen Dingen. Und jetzt ist es soweit. Ich baue jetzt wirklich meine eigene Seco-Box zusammen. So, aber was ist eigentlich der Plan? Ich habe hier einen 5-köpfigen Prusa XL und dieser hat wie immer serienmäßig die Filamenthalterung hier an der Seite. Finde ich nicht so gelungen, wenn er so steht wie bei mir. Man kommt hier hinten einfach immer super schwer zum Filament ein- und ausfädeln ran. Das hat mir noch nie Spaß gemacht. Und vor allen Dingen muss ich immer erst das Filament hier trocknen, dann muss ich es dahin baumeln, dann hängt das 2 Tage, dann muss es wieder getrocknet werden. Und die Seco-Box ist eine Box, die man einfach unter den Prusa XL schrauben kann. Das heißt, das Ganze kommt 30 cm höher und wir haben hier eine große Pizzaklappe, wo wir dann die Filamente einzeln reinstellen können und das Filament wird dann direkt aus der Box im vernünftigen Filamentbogenwinkel hier oben in den Tube geladen. Das heißt, ihr könnt aus der Box trocknen und gleichzeitig drucken. Das Material ist staubgeschützt und vor allen Einflüssen geschützt. Einfach nice. Und das ist, glaube ich, eine Erweiterung, die wirklich Sinn macht, wenn ihr vor allen Dingen in feuchten und dreckigen, staubigen Räumen arbeitet, wie das vielleicht auch einige im Keller haben. Daneben steht noch der Wäschetrockner und dann staubt das. Und jetzt hier habt ihr wirklich das Non-Plus-Ultra-Projekt. Was aber noch in der Beta-Version ist, denn die Box wurde tatsächlich erst einmal gebaut. Ich bin jetzt der Zweite, der sie baut. Und wenn du dir diese Box auf Printables runterladen solltest, ist unten jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Und da sollte noch ein Fehler sein, dann kriegst du ganz speziellen Support von Surf Alex. Alle Bauteile werden gegebenenfalls noch angepasst, aber wir arbeiten da seit 2 Monaten drauf hin.
Eigentlich sollte alles top sein. So, jetzt aber zur Konstruktion. Also, diese 3D-Würfelverbinder sind total cool, denn sie können an 3 Seiten einfach Profile aufnehmen und das Ganze wird dann mit solchen M8 Senkkopfschrauben verschraubt. Die werden hier einfach reingeworfen und dann wird das hier hinten ins Profil reingeschraubt. Und am Ende gibt es noch solche Abdeckkappen, damit wir das Ganze auch schön schließen können. Ich habe da noch spezielle Abdeckkappen gemacht. Da könnt ihr sogar eine Einschmelzmutter einschmelzen und das ermöglicht euch dann den originalen Prusa XL Fuß dann auch noch für den 3D-Verbinder kompatibel zu machen. So, und jetzt schnacke ich gar nicht lange. Ich habe mir hier schon meinen Akkuschrauber vorbereitet, damit wir das Ganze da jetzt richtig schön reinjubeln können. So, ich würde sagen, wir verbinden das jetzt einfach direkt. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir den Würfel richtig ausrichten. Nicht, dass wir am Ende alles doppelt bauen. Also, das Gute ist, die Profile haben hinten schon so Löcher drin und die Löcher sind so ein bisschen kreuzmäßig aufgefräst. Das heißt, wir brauchen gar kein Gewinde vorstellen. Das ist das perfekte Loch, um direkt mit der Schraube da reinzugehen. Man kann natürlich selbst nochmal ein Gewinde vorschneiden, aber das ist wirklich bei dieser Profilart nicht nötig. Man sollte das ganz einfach so hinbekommen. Ich spanne mir das jetzt hier nochmal auf den Tisch, damit wir das jetzt nicht gleich wegrutscht. So einfach geht das. Fest verschraubt. Jetzt hängt mein Bit da noch drin fest. Jetzt kriegt die kaum wieder los hier. So, das war die vordere Strebe. Jetzt mache ich noch die hintere Strebe und die Zwischenstrebe. Die wird nämlich dann mit sogenannten Automatikverbindern ausgestattet. Das zeige ich euch gleich, wie das geht. So, das sind die sogenannten Automatikverbinder. Da ist dann der passende T-Nutenstein schon drauf. Und hier haben wir eine Schlüsselweite drin. Und die können wir dann hier hinten tatsächlich in das Profil schrauben. Und dann können wir das Profil später zwischen 2 Profile machen und mit den T-Nutenstein und dieser Imbusschraube dann vernünftig verschrauben. Ich zeige euch jetzt genau, wie das geht. Also, erstmal spannen wir uns das wieder auf den Tisch fest. Wir brauchen einen Imbusschlüssel oder bei mir jetzt ein Imbusbit. Und hier passt dann perfekt das Ding rein. Super passt natürlich nicht. So, das ist der gleiche Bit, wie ihr auch für die 3D-Verbinder braucht. Und dann passt der hier nämlich genau hier rein. Und dann kann man sich die Schraube noch vorweg als Führung mit reinstecken. Das ist der Pro-Tipp. Und dann müssen wir die linksrum reindrehen. So, und dann können wir die uns genau in der Position stehen lassen, dass die hier nicht überstehen, denn die haben eine abgeflachte Seite. Deswegen ruppeln die da auch so ein bisschen rein. Die Vollprofis werden die kennen, zum Beispiel von der Firma iTim. Für 4040 Profil, da sind die nämlich rund, da ruppeln die nicht so beim Reinmachen, brauchen aber diese abgefräste Seite auch nicht. Bei den 3030 Profilen ist das ein Muss. Deswegen müsst ihr darauf achten, dass ihr auch wirklich die mit der abgeschrägten Seite euch besorgt. Aber keine Sorge, ihr kriegt eine detaillierte Liste, wo alle Links zu Amazon in allen Seiten, alles was ihr bestellen müsst, ist an alles in dieser einen Datei, die ihr auf Printables gleich mit runterladen könnt. Also braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwas falsch bestellt. So, ganz wichtig, das ist die Vorderseite, das ist das Mittelteil und die 2 längsten Profile kommen dann an die Seiten und in die 2 längsten Profile an die Seiten werden dann auch diese Hammerkopf-Nutensteine eingelegt, denn diese Seite mit den Automatikverbindern soll nach hinten zeigen. So, zack, dann kommt dieses Profil hier noch zwischen. Das ist der Aufbau. So, ganz wichtiger Arbeitsschritt. Ihr seht, ich hatte das jetzt schon von Anfang an drin. Diese Scharniere für die Klappe, da müssen Nutensteine eingeschoben werden. Die müsst ihr natürlich vorher einschieben. Deswegen habe ich mir das alles schon, bevor ich überhaupt die 3D-Verbinder angebaut habe, schon eingeschoben. Ihr könnt natürlich auch andere Nutensteine nehmen, die ihr später einlegen könnt. Aber bei diesen Scharnieren werden welche mitgeliefert. Und die müsst ihr halt vorher einschieben. Das ist halt noch ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ihr das nicht macht, müsst ihr es halt zweimal machen. So lernt man es dann wenigstens. So, letzte Verbindung hier. So, jetzt haben wir die Unterkonstruktion soweit schon fertig. So, und jetzt kommen wir zu den 4 Vertikalstreben, die dann später auf die Ecken gesetzt werden. Die müssen wir ebenfalls nochmal mit Automatikverbindern vorbereiten. Denn das ganze Gestell soll ja auch im Endeffekt mit dem Prusa XL vernünftig verschraubt werden, damit das Ganze auch richtig Stabilität hat. So, und deswegen müssen wir uns in alle Profile auf eine Seite
einen so einen Automatikverbinder reinschrauben. Und die Ausrichtung zeige ich euch dann gleich. Aber erstmal in alle 4 gleichmäßig einen Automatikverbinder reindrehen. Ich wiederhole, mit Linksgewinde ist das Ganze. Nicht, dass ihr das versucht, da rechts reinzudrehen, dann habt ihr im Endeffekt ein Loch und nichts hält. Das muss unbedingt mit dem Linksgewinde geschehen. So, und jetzt haben wir diese 4 Profile. Das ist die Vorderseite mit den Scharnieren, wo später die Pizzaklappe rankommt. Und jetzt sollen die Profile hier auf die Ecken gesetzt werden und die Automatikverbinder sollen jeweils nach innen zeigen. Also der eine zur inneren Mitte und der andere ebenfalls einmal umgedreht um 180 Grad, damit sie beide zur Mitte zeigen. Denn nur so könnt ihr das wirklich mit den Originalprofilen verschrauben. In diese Richtung können wir leider keine machen. Da hat Prusa noch ein Frästeil, 5 mm zwischen die Profile gesetzt und deswegen passt das vom Abstand nicht. Aber mit 4 Automatikverbindern sollte das trotzdem genauso fest sein. Auch die werden jetzt mit diesen 3D-Verbindern hier vernünftig verschraubt. Diesmal aber mit Rechtsgewinde. Immer bleibt der Bit da drin hängen. Zack, zweite Seite. Jetzt drehen wir die Konstruktion. Zack, und alle 4 Streben sind jetzt dran. Zack, das können wir lösen. Und jetzt haben wir wirklich das Grundgestell, wo wir alle weiteren Anbauteile wie die Seitenwände, den Boden einbauen können. So, und wir können jetzt erstmal hier schon mal diese ganzen Abdeckkappen reindrücken, wenn ihr den auch alles richtig gemacht habt. Solltet ihr erst machen, wenn ihr alles vernünftig verschraubt habt. Und dann könnt ihr die da so reindrücken und dann ist das alles schön schwarz lackiert noch von mir. Sieht das richtig ordentlich aus. So, zack. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter mit den Bodenplatten. Ich habe mir alle Teile aus PETG Kohlefaser gedrückt und dann hier noch mit PETG als Akzentfarbe. Davon gibt es jetzt die A- und die B-Seite und die müssen natürlich auch richtig hier eingesetzt werden. So, jetzt können wir uns das Profil hier schon mal in Position schieben. So. Toll! So, an diesen Kunststoffteilen habt ihr hier immer solche Aussparungen. Und da können nämlich die Schrauben verschraubt werden. Es gibt genügend Verschraubmöglichkeiten, man muss nicht alle benutzen. Ich werde das jetzt mit 8 Schrauben tatsächlich verschrauben. Dafür nehme ich M4 Schrauben. So, hier habe ich dann auch schon die passenden M4 Hammerkopf Newtonsteine. So, dann suchen wir uns noch die passenden Schrauben raus. Das sind nämlich M4 10er Schrauben müssten das sein. Jo, die passen schon mal. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die beste Position ist, um die einzubauen. Aber vielleicht stellt man sich das dann auch so hin. Vielleicht ist das sogar die beste Methode, um das vernünftig zu verschrauben. Dann kann ich mir die nämlich jetzt hier genüsslich reinhalten und hier dann mit den Schrauben arbeiten. Ungefähr an dieser Stelle muss eine Schraube hin. Genau, so. So können wir das Ganze auch schon vernünftig verschrauben hier. Jetzt müssen wir das einfach nur vernünftig andrücken und dann sollte auch alles in der richtigen Position sein. So, man kann auch die unteren Module mit einem Kabelbinder verbinden. Aber hier in der Mitte könnt ihr die quasi verbinden und gleichzeitig den passenden Schlauch durchführen. Zusätzlich habt ihr hier noch überall Möglichkeiten, die Sachen miteinander zu verschrauben mit dem Rahmen. Also es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, irgendwas festzuschrauben. Es gibt auch unfassbar viele Möglichkeiten, zusätzliche Sachen für später anzuschrauben, weil man weiß ja nie, was ihr euch da draußen ausdenkt oder was ich mir noch ausdenke. Deswegen haben wir lieber überall Verbesserungsmöglichkeiten freigelassen, damit sich das jeder so erweitern kann, wie er das möchte. So, und wenn ihr das dann alles soweit verschraubt habt, könnt ihr nämlich jetzt auch diese untere Strebe, die habt ihr jetzt nämlich noch hochgezogen. Und wenn die in der richtigen Position ist, könnt ihr die dann auch vernünftig mit dem Rahmen verschrauben. Und jetzt haben wir quasi schon den Boden, den wir später für die Filamente brauchen, eingelegt. Alles ist perfekt bündig, schön aus. So können wir weitermachen. Alles ist verschraubt und fest, sieht auch alles gut aus. Jetzt können wir nämlich gleich zu der Rück- und den Seitenpanels kommen. Und dafür habe ich natürlich schon vorgearbeitet. Allgemein habe ich sehr viel vorbereitet für das Video. Denn euch jetzt zu zeigen, wie man hier solche Anschmelzgewinde reindrückt, habe ich dann doch mal weggelassen. Heute soll es nur ums Wesentliche gehen. Das ist spezielle Halterung für die ganzen Außenwände. Und das Coole ist, in jeder dieser Halterungen ist ein Loch drin. Das heißt, ihr könnt da einen Kabelbinder durchziehen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, oben und unten überall noch irgendwelche Kabel lang zu führen oder irgendwas festzumachen. Und die werden einfach ins Profil reingedrückt und dann einmal gedreht. Zack, die sitzen dann da locker und flockig drin. Und anhand dieser Dinger können wir nämlich dann unsere schönen Seitenpanel verschrauben. So, schiebt man sich die alle schon mal so ein bisschen in Position. So, hier hinten die Löcher, die werden dann mit der Rückseite verschraubt. Also es hat alles seinen Sinn hier. So,
So, jetzt erstmal gucken, wo sind die passenden Schrauben. Die habe ich natürlich auch schon bereitgestellt. Da habe ich mich für kleine M3-Schrauben im Linsenkopf-Design entschieden. Und vor allen Dingen schwarz eloxiert, weil ich glaube, das sieht wirklich am coolsten aus, wenn man hier schwarze Schrauben verwendet. Besser als Silber auf jeden Fall. So, dafür brauchen wir jetzt noch, na, da schmeiße ich schon die Schraube weg. Dafür brauchen wir jetzt natürlich noch den passenden Schraubendreher. Und dann können wir nämlich schon anfangen, die Seitenpanel zu verschrauben. So, ich habe jetzt schon ein paar Schrauben verdreht. Das dauert jetzt noch einen Moment, bis man die alle rundherum fertig hat. Und dann bauen wir gleich das Seitenpanel an. So, die Seitenpanels sind verschraubt. Die sind jetzt richtig schön fest auf 2 Seiten. Und jetzt müssen wir nämlich gleich die Rückplatte einsetzen. Die Rückplatten sehen so aus. Die haben hier oben extra Aussparung für die Motoren. Und die werden dann hier hinten gleich mit der Seitenwand verschraubt. Und so bildet das ganze System ein festes Modul. So, und dann seht ihr noch diese Aussparung, die ihr mit relativ viel Schrauben verschrauben könnt. Dafür gibt es nämlich abgedeckte Platten oder später, wie in meinem Fall, kommen hier nämlich die Lüftungsdurchlässe festgeschraubt. Muss man nicht mit so vielen Einschmelzhülsen und Schrauben machen. Ich werde es aber machen, weil doppelt und dreifach hält ja bekanntlich besser. Und ich halte jetzt einfach mal diese Rückwand hier hinten ran und verschraube das hier mal eben schnell. Zack, hier eine durch. Da eine durch. Allein das Einschmelzen hat schon, glaube ich, insgesamt eine Stunde gedauert, denn hier werden, glaube ich, fast über 100 Einschmelzhülsen eingeschmolzen mit allen Halterungen und Zusatzmodulen. Also da gibt es schon ein bisschen was zu tun, aber nur so wird das Ganze richtig geil stabil und ich finde es viel, viel besser mit Einschmelzmodern zu arbeiten, als jetzt irgendwie ins Kunststoff direkt reinzuschrauben. Ich finde das Projekt an sich auch richtig geil, weil es ist wie so ein riesen Modellbaukasten. Und vor allen Dingen ist das Ganze selbst konstruiert. Ich weiß natürlich, wie viel Zeit und Liebe dahinter steckt, hinter diesem Projekt. Und das jetzt zusammenzubauen, ist natürlich auch eine Riesenfreude. Alles wird verschraubt, das ist so geil. So, die Seitenwand ist verschraubt. Auch die Rückwand bekommt solche Plattenhalter, nur in etwas länger. Das sind die Seitenplattenhalter und das sind die Rückplattenhalter. Die sind noch ein Stückchen länger, davon braucht ihr nicht so viele wie von den Seitenplatten. So, jetzt wird das Ganze hier hinten verschraubt. Genau wie die Seitenpanel. MC Linsenkopfschraube in schwarz. Genau wie die Seitenpanels mit den M3 10 mm schwarzen Linsenkopfschrauben. Die habe ich ausgesucht. Schön. Sieht doch alles so schön einheitlich aus. So, und diese anderen Löcher, die hier noch frei bleiben, da müssen nachher die PTFE-Tubes durchgeführt werden. Die hätte man jetzt auch vorher schon durchfädeln können. Aber ich habe mich dazu entschieden, erstmal den Rahmen fertig zu bauen und dann später die Tubes einzuziehen. Was da die beste Reihenfolge ist, das wissen wir nämlich noch gar nicht. Ich probiere das nämlich jetzt so aus. Surf Alex hat nämlich erst die Schläuche eingezogen und ich probiere das jetzt einmal so aus, erst den Rahmen zu bauen und dann können wir später entscheiden, was die bessere Variante ist. Das seht ihr dann unten im Text von dem ganzen Projekt. So, ihr merkt schon, wie stabil das Ganze wird. Hier wackelt nichts mehr. Hier oben wird das natürlich nachher auch noch verschraubt mit den Profilen. Also, aber ihr merkt jetzt schon, dass es ein richtig festes Ding wird. Wir machen halt keine halben Sachen. Nur stabil zählt. Immer mehr Schrauben da rein. So, jetzt drehen wir das ganze Konstrukt immer weiter und setzen nämlich auch auf der anderen Seite die Platte ein. Auch hier das gleiche Prozedere. Alles wird schön fest miteinander verschraubt. So, und jetzt haben wir hier rechts und links diese 2 Aussparungen für die Z-Motoren des Prusa XLs. So, hier müssen jetzt auch noch überall Schrauben rein. So, ich habe jetzt auf Akkubetrieb umgeschaltet. Es geht dann doch schneller. So, wenn ihr hinten alles verschraubt habt, kommen hier vorne noch zusätzliche Schrauben rein. Wir haben hier nichts dem Zufall überlassen. Alles wird verschraubt. Es wird immer und immer stabiler. So. Was wir jetzt noch machen können, ist nämlich diese schönen Dinger hier verschrauben. Das sind nämlich die neuen Abrollhalter und die könnt ihr nämlich hier einfach so einsetzen und die werden dann auch jeweils mit 2 Schrauben zusätzlich verschraubt. Das Gute ist, ihr braucht euch auch keine Sorgen machen, dass die irgendwie nicht richtig ausgerichtet sind. Die haben hier eine Aussparung, die sitzen da drin, haben kein Spiel, man muss sie einfach nur verschrauben. Also kinderleicht. Wie Lego, nur dass man noch Schrauben benutzt, damit das Ganze auch nicht wieder auseinanderbröckelt.
So Freunde, wenn ihr jetzt die ganzen Halterungen verschrauben habt, dann habt ihr genau 3 Optionen. Eine Option ist, wenn ihr die Variante mit der Heizung nehmt und euch die S4 von Sunlu gekauft habt, dann könnt ihr aus der S4 nämlich diese Filamentabrollhalter einsetzen oder ihr dreht euch selber eine Welle, die in diese passenden Kugellagern reinpasst. Das ist natürlich auch eine Option. Oder ihr kauft euch einzelne Kugellager und besorgt euch noch die passenden Stangen und baut euch selber so kleine Abroller. Müsst ihr dann auf Länge abschneiden, auf beiden Seiten Kugellager rein und auch dann könnt ihr die hier einsetzen. Weil ich die Sunlu S4 gekauft habe, werde ich natürlich die S4 Abroller benutzen. Da sind aber nur 4 dabei, deswegen muss ich mir noch einen selber bauen. Hierüber werde ich später noch einen Silikonschlauch rüberziehen, ist aber auch alles verlinkt. Schneidet ihr euch auf die richtige Länge ab und am Ende sieht es dann genauso aus. So, und dann werden die Filamentabroller immer versetzt reingesetzt, also eine ist weiter hinten, eine weiter vorne, eine weiter hinten. Die haben alle einen Unterschied von 5 mm und somit konnten wir gewährleisten, dass wir auch wirklich auf geringsten Raum die Filamentrollenhalter zusammensetzen. Wenn wir die nebeneinander gesetzt hätten, würden die so sitzen und jetzt sitzen sie quasi so, ein bisschen versetzt. Dadurch sparen wir jeweils 5 mm in der Breite und das ermöglicht uns dann tatsächlich alle 5 Filamente nebeneinander hier unten drin zu verstauen. Oh, ich kann es kaum erwarten, hier schon mal ein Filament einzusetzen. Oh, so rollt das nachher ab. Ganz smooth. Ist auch übrigens für 99,9% aller Filamentspulen kompatibel. Aber das Beste ist, ihr habt sogar die Möglichkeit, hier, wo 2 Kilo steht, eine 2 Kilo Roller einzusetzen und auch hier drin 2x2 Kilo zu verdrucken, falls ihr einen zweiköpfigen habt, in denen ihr nur 2 Farben in großer Menge verdrucken wollt. Also es ist an alles gedacht. Es gibt keine Filamenttrockner für diese Prusament-Spulen in der 2 Kilo Variante und das war bei mir immer ein Problem. Ich würde gern viel öfter mit denen arbeiten, aber wenn die erstmal angebrochen sind und man sie nicht direkt verdruckt, ziehen die Feuchtigkeit und die dann zu trocknen, ist ziemlich aufwendig und kompliziert. Denn meistens habe ich sie immer in den Backofen gepackt oder jetzt zum Beispiel in Creality K1C habe ich einfach das Druckbett angemacht auf volle Pulle und eine Nacht laufen lassen. Dieses Problem sollte in Zukunft dann nicht mehr sein, denn dann können wir das tatsächlich schön hier drin verdrucken. Ich freue mich schon, wenn hier so 2 dicke Spulen sitzen. Da kann man so große, tolle Bauteile mit drucken, ohne einzugreifen. So, jetzt müssen wir noch diese 2 Kästen hier festmachen. Das sind nämlich ganz besondere Kästen. Das sind einmal die Einschubfächer, die verschrauben wir gleich damit und dann sind das hier aus PA12 Kohlefaser gedruckte Bauteile. Die habe ich übrigens auch auf dem Prusa XL gedruckt. Solche Kästen und da sind Silikaperlen drin. Zeige ich das mal, seht ihr? Die sind jetzt alle sehr dunkel, die müssen noch getrocknet werden. Die habe ich aus PA12 Kohlefaser gemacht, damit die richtig, richtig heiß gemacht werden können im Backofen. Dann werden die Perlen da drin nämlich trocken und damit orange. Jetzt sind sie grün, weil sie gesättigt sind. Und dann haben wir diese 2 Einschubfächer, wo man dann im Endeffekt die Trocknungscontainer reinschieben kann. So haben wir hier tatsächlich noch eine aktive Filamenttrocknung. Also das ist so diese Zwischenmischung zwischen, sage ich mal, nicht aktiv, aktiv und extrem aktiv. Extrem aktiv wird dann die Sunlu S4 Kombo werden. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht länger, wir bauen das jetzt hier ein. So, der ganze Kasten ist aber noch gut handelbar. Und diese Kästchen werden jetzt hier hingemacht und werden von hinten auch einfach mit den M3 10 mm Schrauben verschraubt. So, das Ganze wird mit 6 Schrauben gemacht. Man kann es auch mit 4 machen, aber doppelt hält besser oder 6-fach hält besser. Zack, geladen. So, und jetzt kann hier schön die Feuchtigkeit aufgenommen werden. Dann könnte man jetzt hier Abdeckplatten reinmachen oder, wie ich das jetzt gleich machen werde, diese Lüftungskanäle hier vorschrauben. Und dann kann nämlich die Heißluft, die hier oben rauskommt, hier immer schön ums Filament zirkulieren. Und damit ist es dann richtig aktiv trocknen. So, aber ich werde die Vollausstattung machen. Ich werde das nehmen und ich werde die beiden Container hier zur Trockenhaltung nehmen
und die anderen zum aktiven Trocknen. Ich glaube, das ist die beste Kombo. So, jetzt richten wir uns das Ganze mal auf die Front aus, denn jetzt möchte ich gerne die Filamentschläuche verlegen. Und weil diese Kombo ja nicht nur 5 mal 1 Kilo aufnehmen kann, sondern auch 2 mal 2 Kilo, gibt es nämlich diese 2 Y-Stücke, die hier hinten verbaut werden. Weil dann kann man sich hier vorne entscheiden, ob man den 2 Kilo Anschluss nehmen möchte oder den 1 Kilo Anschluss. Wenn du den 2 Kilo Anschluss nimmst, dann wird quasi das gleiche Filament nur zentrisch abgewickelt und wird aber trotzdem in den Filamentausgang 1 gefördert. Das ist eigentlich der einzige Sinn der Sache, dass es einfach ein bisschen zentrischer abrollt und dann nicht so auf Zug da so rübergerissen wird. Aber das erkläre ich euch, wenn wir das Ganze zusammengebaut haben. Also wir brauchen 2 mal dieses Y-Stück und dann brauchen wir Filamentschläuche. Und davon habe ich mir einige Meter bestellt. Das hier ist jetzt ein 4 mm PTFE-Tube-Schlauch. Aber ihr seht, die Öffnung hier vorne ist ziemlich groß. Ich glaube, dass es jetzt sogar 3 mm Inlay ist. Ist das richtig? Oder 2,5 mm. Da geht dann das 1,75er ganz butterweich, flutschig durch, damit wir möglichst wenig Reibung erzeugen, dass das Filament auf keinen Fall verklemmt. Deswegen haben wir uns extra für diesen großen Schlauch entschieden. Und der wird dann hier hinten durch die Öffnung gleich geschoben. Aber um den abzuschneiden, müssen wir uns jetzt erstmal ein super scharfes Cuttermesser besorgen. Da habe ich schon eins auf Tasche hier, wo die Klinge aber schon extrem stumpf ist. Deswegen brauchen wir hier ein neues Klingchen. So, das ist nämlich extrem wichtig, dass man den Filamentschlauch vernünftig abschneidet. Wenn ihr richtig cool drauf seid, dann holt ihr euch tatsächlich eine Filamentschlauchzange. Die schneidet nämlich perfekt im 90-Grad-Winkel ab. Habe ich aber nicht da, deswegen mache ich das tatsächlich per Hand. Und ihr seht, ohne viel Druck, zack, gehe ich da einfach durch. Und das ist das Wichtige, wirklich ein super scharfes neues Cuttermesser zu nehmen. Weil das ist wirklich unfassbar wichtig, dass der Schlauch nicht gequetscht wird. Kommt ja nicht auf die Idee, das mit einem normalen Seitenschneider zu machen. Würde ich euch nicht empfehlen. Könnt ihr natürlich machen, aber da übernehmen wir keine Gewähr. Ich schmeiße mir mal den Schlauch hier hin. Also hier hinten haben wir jetzt tatsächlich 7 Löcher. 1 und 1,5 quasi. Dann kommen wir zum zweiten Loch, dritten Loch, vierten Loch. Dann ist es das 5. Loch und 5,5. Loch quasi. Das 0,5 Loch ist immer das für die 2 Kilo Spulen. So, also ich fädel das jetzt erstmal hier durch und versuche das jetzt hier unten wieder aus diesem Loch zu popeln. Zack, das hat sogar bei mir perfekt funktioniert. Und dann habt ihr hier unten nämlich solche Führungen, wo der Schlauch perfekt rein kann. So, und dann fädeln wir uns den hier vorne wieder auf die andere Seite durch. Dabei müsst ihr natürlich auch aufpassen, dass das Ganze gut flutscht und euch nicht abknickt. Manchmal kann da noch Stützstruktur drin hängen, sollte aber nicht der Fall sein. Dann müssen wir hier ganz schön locker durch. Gut, das ist natürlich jetzt super, dass es bei mir nicht passt. Freunde, jetzt geht's weiter. Also, der Tube ist jetzt hier durch. Wir können ihn jetzt hier mit Kabelbindern fixieren. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, den da durchzufädeln, gebe ich euch einen Tipp. Ich ziehe das nochmal raus, weil das sehr passgenau ist. Da habe ich mir den Tube hier vorne komplett halb aufgeschnitten, dass der ganz dünn ist und deutlich flexibler. Dann kann man sich den so weit durchschieben, bis man sich den von der anderen Seite packen kann. Und dann zieht man sich den so weit durch, wie man ihn braucht. Dann nehmen wir uns hier Kabelbinder und machen die durch diese Löcher durch. Da sind extra so Kanäle. Und dann können wir den hier locker flockig festziehen. Nicht zu doll. Wenn ihr den ganz anknallt, dann quetscht ihr den Schlauch. Und dann könnt ihr es an der Stelle klemmen. Und das wollen wir vermeiden. So, die knipst ihr euch dann einfach schön ab. Und dann kann ich euch mal zeigen, wie der Schlauch jetzt läuft. Also hier vorne guckt der jetzt raus. Den schneiden wir gleich bündig ab. Dann geht er hier lang mit 2-mal Kabelbinder und dann geht er da oben wieder raus. Kommt er da hinten raus und geht dann hier im perfekten Winkel durch die Rückwand durch. Da kommt er dann raus und dann müsst ihr euch ungefähr 1 Meter abschneiden, dass der noch bis zum XL hochreicht. Das müsst ihr aber nur beim quasi 3. Schlauch machen, beim 4., beim 5. Und dann die anderen beiden, also die ersten beiden und die letzten beiden, die könnt ihr deutlich kürzer machen, denn da kommt das Y-Stück ja gleich schon hier vorne hin. So, jetzt weiter zur Verlegung. Wenn wir den Schlauch jetzt hier haben, dann können wir den jetzt quasi einfach mit einem Cuttermesser bündig abschneiden, dass hier nichts raussteht. Und wenn ihr es dann noch besser machen wollt, dann nehmt ihr euch hier so einen kleinen Entgrater, geht hier rein, dreht den ganz leicht und dann habt ihr auch die passende Phase. So, und dann sollte nichts überstehen und ihr könnt jetzt hier schön das Filament einfädeln. Ich würde euch dann empfehlen, euch einmal ein Testfilament zu holen und das da dann durchzuschieben, um zu gucken, ob es auch leicht geht
Und in meinem Fall geht das jetzt butterweich hier durch. Also ohne Kraft. Zack. So, und wenn das der Fall ist, dann habt ihr alles richtig gemacht. So, das könnt ihr jetzt überall machen und dann gehen überall hier unten die Schläuche lang. Hier haben wir den doppelten Kanal. So, und das mache ich jetzt tatsächlich bei allen einmal fertig. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich, wenn es fertig ist. Timelapse ab. So, wir haben das jetzt hier unten alles schon mal fertig abgehakt. Bin ich auch sehr mit zufrieden. Die 3 mittleren Stränge habe ich alle gleich lang, deutliches Stück zu lang gemacht. Und die 2 Doppeltgänger, die habe ich hier auch schon positioniert. So, und jetzt können wir das ganze Konstrukt nämlich so hier mal nach vorne heben. Und ihr seht, hier gucken jetzt überall noch die Schläuche raus. Die kann ich jetzt alle nochmal mit meinem Cuttermesser bündig abschneiden. Die ganzen Fissel können jetzt weg. Und jetzt sehen wir hier schön, die ganzen Filamente können jetzt alle hier vernünftig eingefädelt werden. Und das ist doch eine richtig geile Lösung. Die Schläuche gehen hier in einem schönen, flachen Winkel raus, haben hinten genügend Platz, um hier oben angeschlossen zu werden, dass das Filament richtig darum geht. Wir haben darauf geachtet, möglichst wenig geringe Kurvengradien zu nutzen, damit das Filament halt wirklich gut durchgeht, und dann halt extra Schläuche rausgesucht, die haben halt einen guten Innendurchmesser, dass das Filament ja genügend Platz hat, vernünftig durchzulaufen. So, wir haben jetzt hier die Filamenttrocknung drin. Oh, wir sind schon echt weit. Ich freue mich richtig. Geil. Jetzt können wir nämlich eigentlich direkt hier hinten weitermachen mit den großen Lüftungsverschraubungen. Da würde ich dann erstmal das untere verbauen. Das ist natürlich jetzt für alle Leute relevant, die sich die Sunlu S4 gekauft haben und die schon ausgeschlachtet haben. Wenn ihr sehen wollt, wie die Sunlu von innen aussieht und was es da zum Ausschlachten gibt, dann schaut euch das Video einmal bitte von mir an, habe ich euch hier oben verlinkt. In dem Video habe ich die Sunlu S4 mit einem Creality Trockner verglichen und am Ende des Videos baue ich dann die Sunlu S4 aus und da seht ihr dann ja auch schon, wie die Teile aussehen, die ich jetzt gleich hier verbauen werde. So, also wir haben hier ein großes Lüftungsteil. Das habe ich in ein Stück ASA gedruckt. Es hat nur minimal gewarpt, muss ich sagen. War ich eigentlich ziemlich zufrieden mit. Es hat leider doch hier an der Ecke so gewarpt, dass ich es hier an der einen Ecke nicht verschrauben kann. Obwohl ich es mit Rand gedruckt habe. Ist nicht schlimm. Wenn ihr aber einen theoretischen Pose XL habt mit einer geschlossenen Bauraum, dann sollte das wahrscheinlich besser aussehen. Ich werde mir in Zukunft jetzt wahrscheinlich auch nochmal im kommenden Video einer meiner 2 XL mit einem NX Closure ausstatten. Aber das seht ihr dann ja bald. So, weiter zu diesem Projekt hier. Ich würde jetzt sagen, ich verschraube erstmal das untere Modell hier mit und dann können wir nämlich hier die Heizung aufsetzen und dann können wir die beiden oberen hier auch noch anbauen und dann ist das hier hinten auch schon fertig. Dann fehlt noch die Verkabelung, Schaltkasten hier ran und dann sollte der ganze Kasten auch schon laufen. Ach ja, by the way, dieses Teil hätte man auch aus 2 Teilen drucken können, aber ich habe gedacht, komm, druckst du das aus einem Teil, deswegen sind hier noch so Verschraubungslöcher, die sind da eigentlich jetzt total unnötig, aber wenn man vielleicht nicht so einen großen Bauraum hat, weil man das vielleicht auch aus PA12 oder so machen möchte und das vielleicht in seinem Bambulab X1C machen möchte oder in meinem, zum Beispiel meinem 007 Drucker im Enclosure drin, der MK3S, dann könnt ihr das auch einmal halbieren oder die Bauteile sind eigentlich halbiert. Ich habe sie jetzt extra dafür zusammengesetzt, um sie im Ganzen zu drucken, damit wir halt wirklich einen nahtlosen Übergang haben. So, dafür nehmen wir wieder unsere beliebten schwarzen M3-Schrauben. 10 mm, die gehen eigentlich für alles, was man hier dran machen kann. Boah, das ist jetzt so ein großer Moment, ey. Da habe ich so lange drauf gewartet, das jetzt zu verschrauben hier. Diese Lüftungskanäle sind auch echt geil konzipiert. Es gibt hier überall Löcher, um dann mit einem langen Bit, wie ich jetzt da hinten reinzukommen, dass man auch wirklich theoretisch alle Schrauben verwenden kann. So, das Ding ist jetzt hier hinten schon mal quasi ein Stück richtig fest. So, und dann gibt es halt diese oberen, die habe ich aus PA12 Kohlefaser gemacht. Sehr, sehr schön. Die können wir aber erst ansetzen, wenn wir hier die Heizung eingesetzt haben. Und ich würde sagen, die hole ich jetzt einmal. So, hier haben wir das Heizungsmodul mit 3 Lüftern. Das sind 230 Volt Heizung und die war im Sunlu S4 verbaut. Ihr könnt euch natürlich hier hinten frei anbauen, was ihr wollt. Ihr könnt da auch, was weiß ich, einen Wassertank hinbauen
und eine Wasserkühlung für die Technik oben verbauen. Oder ihr könnt euch eine eigene Trocknungseinheit hier konzipieren. Aber ich mache das tatsächlich mit der Sunlow S4. Hier können wir das jetzt schön draufstellen. Und wir haben jetzt hier genügend Verschraubungspunkte, um das auch noch zu verschrauben. Ich habe jetzt hier hinten noch Einschmelzmuttern vergessen. Pro-Tipp, einfach M3-Schraube, die lang genug ist. Das Edelstahl, Messinghülse draufschrauben. Kurz mit einem Gasbrenner oder Feuerzeug ran, heiß machen, einpressen und rausschrauben. So, dann braucht man nicht groß den Lötkolben aufheizen, bis der warm ist. Bin ich hier schon lange fertig. So, und jetzt können wir gleich weitermachen. Die hier richtig draufsetzen. So, die Hülsen müssen erstmal nochmal abkühlen, bevor ich die richtig festknall. Oh, die haben schon richtig Haftung jetzt hier. So, jetzt sitzt das richtig fest. Die ganzen Kabel hier, die müssen wir alle noch verlängern. Damit habe ich schon angefangen. Das zeige ich euch später alles noch. So, und jetzt kommt die hier drauf. Hier haben wir noch Schrauben drin, die müssen wir nämlich rausnehmen. Denn damit wird alles nachher verschraubt. Es ist auch so konzipiert, dass man möglichst alle Schrauben nutzen kann, die man vorher auch genutzt hat. Dass man nicht zig verschiedene Schrauben kaufen muss. Man braucht eigentlich nur 100 Stück von diesen M3 Linsenkopfschrauben kaufen. Die passen überall und alle anderen Schrauben sind noch verbaut. So, der Lüfter ist jetzt hier los. Hier ist noch ein bisschen Dichtung mit drauf. Jetzt können wir das hier einsetzen. Und dann können wir die Originalschrauben einfach hier durchstecken. Durch das neue Bauteil, durch den Lüfter und wieder original verschrauben. So, jetzt haben wir die Seite schon mal verschraubt. Jetzt können wir noch den Lüfterflansch hier an der Rückwand anschrauben. So, jetzt mache ich noch die andere Seite fertig. Das heißt, wieder die Schrauben hier rausdrehen, andere Flanschseite nehmen, die alten Schrauben wieder durchstecken und am Originalpunkt wieder verschrauben. Da ist dann nicht mehr so viel Restgewinde da, aber genau so viel, dass es noch hält. Zack. Dann hätten wir das auch schon wieder gemacht. Jetzt können wir uns noch die Kabel für die einzelnen Lüfter hier vernünftig verlegen. Die habe ich auch alle beschriftet und verlängert. Und damit ist jetzt quasi schon, es wird immer schwerer, die gesamte Heißluftseite fertig. Hier kommt die Heißluft raus, zirkuliert hier unten wird schön angesaugt und dann wird alles schön temperiert. Das macht so Spaß, das zu bauen. Vielleicht baue ich mir das Ding auch noch mal für meinen anderen XL. Vor allem, man hat so einen Mehrwert. Guckt euch das doch mal an hier. Geile Konstruktion. Hier muss ich das ja noch anschrauben. Das hält auch, guck mal, es hält auch schon so bombenfest. Die ganze Konstruktion zentriert sich halt selber. Die Schrauben sind dann mehr oder weniger nur Dekoration. Es sind auch eigentlich viel zu viele. Weiter im Teletext. Wir haben jetzt das Gehäuse hier hinten. Das ist quasi das gleiche Gehäuse wie in der Sunlow S4 hinten drin. Nur wir haben es jetzt so gemacht, dass wir es hier hinten anschrauben können. Einmal mit der Strebe und einmal mit dem Prusa XL direkt. Zweimal hier. Dann seht ihr auch hier drin, diese Teile haben einen Sinn, denn hier können wir das SSR und das Netzteil, das Mainboard, alles schön verschrauben. Normalerweise sitzt das anders drin, aber wir haben es jetzt gleich noch verbessert, damit die Kontakte nicht so auf Knatsch sind, sag ich mal. Und hier ist jetzt dieser Stecker. Und dieser Stecker wird jetzt hier eingesetzt. Und das ist quasi unsere Verlängerung für alle Kabel, die von vorne kamen. Vor allen Dingen von den Kabeln, die auf dem Display saßen. Das Signal für Heizung ein und vor allen Dingen für die 3 Lüfter. Und was hatten wir hier noch für ein Signal? Ach so, Stromversorgung fürs Display, ganz klar. Das sind diese 10 Kabel, die hier nach hinten gelegt werden mussten. Und diese Kabel gehen dann hier wieder auf der anderen Seite aus dem Schaltschrank raus, dann hier an die Lüfter und hier kommen auch die ganzen anderen Kabel rein. Dafür habe ich noch einen anderen Stecker besorgt, den muss ich jetzt einmal noch suchen. Und ich zeige euch jetzt erstmal das Display. So, hier habe ich das wunderschöne Display mit einem neu konzipierten Displayrahmen. Das Ganze wird dann vorne neben das Originaldisplay geschraubt. Und hier ist das Display von der Sunlow S4. So sieht das aus. Und hier habe ich alle Kabel abgeschnitten und ebenfalls an einen 10-poligen Stecker gelötet. Alle einzeln. Dann habe ich natürlich die Original LED-Beleuchtung. Das sind 2 LED-Streifen. Die werde ich auch verbauen. Können nur grünes Licht, aber ein bisschen funkeln. Surf Alex hat zum Beispiel sich eine RGB-Beleuchtung eingebaut. Habe ich auch erst überlegt, aber ich habe gedacht, es wäre doch zu schade, die originale LED-Beleuchtung nicht mit zu übernehmen. So, und das Coole ist, das sind so Boards, die kann man so weit erweitern, wie man möchte. Nachkaufen kann man sich die nicht. Ich hatte das Glück, dass Surf Alex sich dazu entschieden hat,
seine Streifen nicht zu benutzen und da hat er mir seine Streifen auch zur Verfügung gestellt. Dementsprechend habe ich jetzt die Möglichkeit, nehmt mich nicht als Vorbild, aber ich habe die Möglichkeit, tatsächlich 4 originale LED-Streifen zu verwenden, was ziemlich cool ist, finde ich. Ich hoffe, dass ich die auch richtig schön verbaut kriege, dass das Lauflicht, was wir da drauf abspielen können, auch gut zur Geltung kommt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir mussten noch eine weitere Sache verlängern, nämlich den Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Auch der war ebenfalls zu kurz. Der war nämlich, wie ihr hier seht, auch nur 10 cm lang. So, ich habe dann aber gute 20 cm dazwischen gelötet. Das ist ein bisschen fummelig, muss man aber auch nicht machen. Man kann den Sensor auch einfach an der Stelle verbauen, wo er dann vielleicht nicht ganz so gut misst. Ich habe mich dazu entschieden, halt die 6 Pins hier einfach um 20 cm zu verlängern, damit ich ein bisschen Spielraum habe und den Sensor weiter unten anbringen kann, wo er dann nicht gleich die ganze heiße Luft abbekommt und ein bisschen separater messen kann. Ich denke aber auch, wenn er oben wäre, würde die Heizung einfach nur schneller ausgehen und dann aber auch eher wieder angehen. Also im Endeffekt kommt es vielleicht aufs Gleiche hinaus. Ich habe mir aber die Mühe gemacht und das Kabel verlängert. So, nur dass ihr immer wisst, was ich jetzt hier hinten im Schaltschrank jetzt gleich verschraube. So, dann habe ich mir halt noch die ganzen Schrauben von der Sunlow S4 aufgehoben und habe mir überall hier so kleine Sachen draufgeschrieben. Hier zum Beispiel Box 1. Da weiß ich, dass hier so ganz kleine selbstschneidende Kunststoffschrauben sind und mit denen möchte ich jetzt nämlich diesen Stecker hier hinten drin verschrauben, dass er hier rausguckt. So, das sind kleine Kreuzschrauben, die braucht man ja nicht wegschmeißen, weil die sind ja noch gut, hat der Messi wieder gesagt. Ah, die sind aber so groß, dass sie nicht durchs Loch passen. Wunderbar. Gut, dass das jemand vorher ausprobiert hat. Da gibt es jetzt wahrscheinlich nur eine Möglichkeit und das ist vorsichtig mit einem 2 mm Bohrer das Loch aufbohren. So, mal gucken, ob das geht. Das geht sehr gut. Kann man machen. Ist auch noch genügend Luft. Und jetzt passt die Schraube. Sehr gut. Das machen wir jetzt mit allen 4 Löchern. Das hatte ich genau so geplant. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, die originalen Schrauben von der Sunlow S4 zu nutzen. Jetzt kriege ich die Schraube da nicht mehr raus. Scheiße. Hat schon mal sehr gut funktioniert. Schön verschraubt. Jetzt ordnen wir hier die Kabel ein bisschen. Und dann können wir die 3 Lüftungskabel auch schon wieder hier durch das Loch durchziehen. Das läuft doch perfekt. Es gibt hier auch Möglichkeiten, die Kabel dann später festzuziehen. Da müssen wir uns noch so kleine Pinöpel drucken, an denen Kabelbinder festgemacht werden. Die sind jetzt noch im Druck, aber die mache ich gleich noch fertig. Und dann können wir auch langsam schon hier die großen Bauteile uns da wieder einsetzen und dann passt es. So, das Ganze wird wieder mit kleineren Linsenkopfschrauben verschraubt. Ihr könnt auch direkt mit Kunststoffschrauben wieder rein, aber ich habe da jetzt Einschmelzmuttern reingemacht, dass das alles vernünftig verschraubt wird. Ich bin da eher so ein Fan von, wenn man das dann tatsächlich einfach ordentlich macht, wenn man da schon beigeht. So, aber das könnt ihr euch im Endeffekt selbst überlassen, wie ihr da die Kabel festmacht. Das will ich euch jetzt auch gar nicht weiter vorschreiben. Ihr habt genügend Möglichkeiten, irgendwelche Befestigungen festzuschrauben. Ansonsten kann ich euch immer empfehlen, habe ich auch mal auf Printables hochgeladen, solche kleinen Kabelbinder-Nupsis. Da kann man so Kabelbinder durchziehen. Einige große, kleine, wird mit so einem 3M-Tape irgendwo festgemacht. Gar kein Thema. Und das werde ich mir zum Beispiel auch hier hinten verkleben, damit ich hier die Kabel, wenn die hier hochkommen, in einen Strang hier hinbringen kann, dass das alles ordentlich ist. Kabelmanagement ist schon wichtig. Wenn ich das schon auch sage, dann kann ich das auch gleich live hier einfach mal machen. Einfach hier mir meinen Nupsi hinkleben. Bob, bevor ich das vergesse. Da kann ich mir gleich alles festmachen. So, und das Beste an der Box, die wir hier gezeichnet haben, ist, dass die Originalabdeckung von der Sunlow hier reinpasst. Und somit wisst ihr immer, was für eine Technik verbaut ist. Könnt an- und ausschalten. Wir haben eine Sicherung drin, das Originalkabel. Das heißt, es bleibt original. Man weiß immer, okay, hier ist eine Sunlow S4 verbaut mit 330 Watt. So, und das wollte ich mir nicht nehmen lassen, deswegen habe ich diese Box hier gezeichnet. Finde ich geil. Freue ich mich drüber. So, woher weiß ich jetzt, wie ich das alles wieder anschließen muss? Ich habe mir halt einfach detaillierte Fotos davon gemacht, dass ich genau weiß, wie das früher mal war. Würde ich euch auch empfehlen und anhand der Fotos kann ich jetzt einfach rekonstruieren, wo welches Kabel hingehört. Jetzt ist aber noch das Thema, man muss das ja noch verlängern. Wo ist mein Stecker? Wo ist er? Gut, das können wir auch gleich machen, denn wir müssen noch was anderes machen und das ist nämlich genauso wichtig. Und das heißt, unser Sunlow-Display muss verbaut werden, was zum Glück noch keinen großen Kratzer hat. Da bin ich auch sehr froh drüber. So, das gehört hier rein und hier müssen wir das Ganze gleich verschrauben. Es gibt hier auch diese Rückseite, die ich irgendwie gar nicht schön gedruckt habe. Fällt mir aber jetzt erst auf, weil ich habe eben erst die Stützstruktur abgemacht. Bin ich nicht ganz zufrieden mit. Muss ich nochmal neu machen. Werde ich wahrscheinlich auch nochmal aus einem anderen Material machen. Das PETG war einfach viel zu feucht.
So, aber das soll uns nicht daran hindern, jetzt hier weiterzumachen, denn auch hier muss dieser Stecker verschraubt werden und auch hier müssen diese Kabel durchgefriemelt werden. So, das ist auch alles gar kein Stress, das kriegen wir jetzt auch alles hin. Da bin ich auch gar nicht so, dass ich sage, dass ich da jetzt groß jaule. Das muss gemacht werden. Genügend Schrauben haben wir ja auch noch. Ach, wir müssen noch mal bohren. Wir müssen noch mal bohren. Die andere Platine natürlich auch. So, jetzt können wir das Display nämlich zusammensetzen. Das ist auch so gemacht, dass man das gar nicht falsch rum zusammensetzen kann. Das ist nämlich das Gute daran. Das ist eigentlich wieder behindertensicher. Nee, warte mal, ach, oder eher gesagt für Doofe, wie mich. So, das ist jetzt alles so, dass das nicht die Kabel beschädigt. Nee, also irgendwie ist das hier noch verdreht. Was mache ich denn hier? Ganz vorsichtig, man darf hier auch nichts kaputt machen. Das ist alles ein Unikat. Mache ich ein Ding kaputt, muss ich ein ganz neues Sandu kaufen. Da darf jetzt nichts kaputt gehen. Es gibt halt keine Ersatzteile dafür zu kaufen. Es gibt nicht so einen Katalog, wo man sagt, oh guck mal, ich habe das Display, weil ich es ausgebaut habe, kaputt gemacht. Ich kaufe mir jetzt einfach ein neues. Das gibt es hier nicht. Müssen wir uns dann alleine durchschlagen. So, was für Schrauben nehme ich denn jetzt da? Was nehme ich denn da? 2000 Jahre später. Kleines Zwischenupdate. Also apropos Elektronik, ich habe mir jetzt hier mal einen Stecker angelötet. Das ist mein Lüfterstecker. Das ist alles auch verlinkt. Ein ganz einfacher 6-poliger Stecker. Hier löte ich mir jetzt nochmal die anderen Kabel an. Die hatte ich hier an dem 10-poligen Stecker schon angelötet. Die werden jetzt an den 6-poligen gelötet. Der Stecker kommt dann da hinten noch durch. Und dann kann ich das hier hinten alles schön verlegen, dass es auch ordentlich aussieht. So ist der Plan. Was ist noch der Plan? Dann die normale Heizung, die habe ich schon abgeschnitten. Wo sind die Kabel hin? Weiß ich nicht. Ach ja, hier sind die Kabel dran und dann haben wir noch ein weißes Kabel. Wo ist denn das weiße Kabel? Habe ich das jetzt verloren? Das war doch ein Unikat. Ach so, da liegt es. Hier, das kleine Fisselkabel. Das ist noch ganz wichtig. Da muss ich nämlich auch noch eine Verlängerung machen, dass ich das alles wieder anschließen kann. Also es sind quasi jetzt noch 6 Lötpunkte, die ich setzen muss. Und dann kann ich das alles schön verkabeln. Also schön hier langlegen, da reinlegen. Der Kasten wird noch einmal neu gedruckt. Bisschen schade drum, aber wir wollen es vernünftig machen. Und dann ist es einsatzbereit, die Maschine. Ach, guck mal, hier ist noch, das Kabel muss ich auch noch verlängern. Also es sind noch 7 Lötpunkte. Kuckuck. So, Stand der Technik ist, dass ich die Elektronik jetzt fertig gemacht habe. Der Schaltkasten hier hinten hat jetzt tatsächlich noch ein Upgrade gekriegt. Da hat sich noch ein bisschen was geändert. Ich habe die ganze Elektronik da jetzt eingebaut, ist schon verschraubt. Was ich gestern Abend noch ein bisschen gemacht habe, ist halt das Kabel und so ja gelötet. Das ist auch alles fertig. Ich habe die alle ein bisschen länger gelassen, weil ich die halt hier oben später ein bisschen netter verlegen möchte. Hier liegt schon das Displaykabel nach vorne. Das ist ja dieser 10-steckige Pin. Das ist alles so, dass man das gut verlegen kann und im Worst Case austauschen kann. Dann ist hier oben diese Schiene. Die passt nämlich genau hier rein. Die habe ich da jetzt schon mal so pro forma hingemacht. Und jetzt fehlen hier vorne noch die Schienen. Das sind die Anschläge für die Scheiben. Das sind einige. Dann gibt es diese 2 mit den Löchern. Da kommen später Magneten rein. Die kommen hier nach oben. Die müssen wir beim Original Prusa XL verbauen. Dann haben wir noch diese Seitenstreben. Die werden hier in der Seite eingesetzt. Die gehören hier alle rein. Dann kommen hier unten noch welche hin. Jetzt habe ich aber die zu kurze. Es gibt nämlich 2 lange und 2 kurze. Ich glaube, ich habe jetzt hier die kurze verschraubt. Die muss nämlich hier unten hin. Aber das können wir auch gleich machen. Ich würde sagen, ich bin jetzt so hibbelig. Ich hebe jetzt erstmal den Prusa XL darauf. Oder? Was sagt ihr dazu? Soll er da jetzt rauf? So, runterfallen kann er hier nicht. Eigentlich hoffen wir es. Ich hole mir jetzt Hilfe und dann heben wir den Prusa XL darauf. Sitzt er? Ja, dann lassen wir ihn so stehen. Nee, es ist jetzt woanders abgestützt. Nee, jetzt passt er. Das passt so. Jetzt steht er auf den Füßen. So, okay, er steht hier auf den Füßen. Die müssen erst abgeschraubt werden. Okay, da ist er. Ey, ich bin begeistert. Das ist schon eine Konstruktion hier. Ich muss schon sagen, jetzt steht er hier noch auf den Füßen. Die müssen wir hier unten gleich alle abschrauben und hier gucken, dass man das Displaykabel und sowas nicht beschädigt. Also ich werde jetzt mal rundherum die ganzen Halterungen hier und das Display abnehmen. Die Füße abnehmen und dann werde ich ihn noch richtig verschrauben. So, ich habe ihn jetzt schon hier hinten ein bisschen angeschraubt, dass er nicht runter kann. Er sitzt jetzt eigentlich schon überall im Profil. Das Displaykabel hier, das neue Displaykabel, musste da durchgelegt werden. Zeige ich euch später alles genau. Gibt auch später ganz viele Fotos, die ich mache. Dann das originale Prusa Display mit der Erdung. Das habe ich mir hier hinten rausgeführt aus diesem Kunststoffteil.
Das Teil könnt ihr euch neu drucken oder ihr knipst da unten was raus. Gibt es auch Fotos von und die Dateien lade ich alles hoch. Dann habe ich mir die Kabel hier mit so Isolierstücken alle 10 cm zusammen gemacht und das muss jetzt da hinten nämlich verlegt werden. Eigentlich läuft das ja hier im Profil nach vorne, das wisst ihr alle. Für alle, die sich den als halb aufgebaut gekauft haben, da musstet ihr das ja machen. Jetzt muss das Kabel nämlich woanders lang gelegt werden. Und damit wir das alles schön veranschaulichen können und alles ganz leicht geht, habe ich mir überlegt, ich löse dann doch eben die 10 Schrauben hier und versuche jetzt diese ganze Platte hier rauszunehmen. Und jetzt können wir nämlich hier oben reingucken und uns das alles mal ein bisschen genauer angucken und besser verlegen. Und jetzt müssen wir nämlich, oh, das war eine gute Idee, das zu machen. Hier ist nämlich das originale Displaykabel und das soll nämlich hier jetzt eingelegt werden und bis nach vorne geführt werden. Und das funktioniert so schon mal sehr gut. So, zack. Dann haben wir das Kabel gleich hier drin. Genau, und jetzt können wir das Display vorne auch theoretisch gleich wieder anschrauben und das schon verbauen. Wir müssen jetzt gleich noch diese Teile hier vorne einsetzen. Und dann sollte das gleich alles passen. So, aber ich merke gerade, dass ich bei dieser Leiste, dass hier noch Stützstruktur drin ist. Ja, huch, habe ich vergessen rauszumachen. So, das ist diese Leiste. Hier oben sind eine Nut drin, wo die Kabel dann versenkt werden. Hier vorne kann das angeschraubt werden. Soweit ich weiß. Ich überlege nur gerade, wo das verschraubt wird. Wie das gedacht war. Ne, das muss hier vorne so verlaufen. Das wird dann da gleich angeschraubt. Jetzt müssen wir diese Teile da einlegen. Müssen wir überlegen, wie rum die da rein müssen. So rum müssen die da rein, glaube ich. Genau. Das wird das alles hinkriegen hier. Manche Sachen sind manchmal ein bisschen friggelig. So, jetzt klemmt der Nutenstein hier. So, jetzt haben wir das. Ha, Freunde, jetzt habe ich tatsächlich die alten Schienen genommen. Ich hatte nämlich schon neue gedruckt, aber ich war mir nicht sicher, welche waren. Und der Unterschied ist nämlich, dass hier nämlich noch ein Loch für eine Einschmelzhülse ist, damit wir diese Leiste von hinten da verschrauben können. Weil erst liefen die Kabel in der Konstruktion woanders, dann haben wir dies alles nochmal angepasst und ich hatte halt noch die alten Schienen. Ich habe da nämlich schon vor Wochen mit angefangen zu drucken und jetzt habe ich das erst gemerkt. Also einmal neu einschmelzen. Aber das Beste daran ist, dass ihr diese Probleme alle nicht haben werdet, denn wenn ihr das druckt, habt ihr ja wirklich nur noch die richtigen Bauteile in der Datei und ich bin halt der alles noch mitentwickelt hat. Ich bin quasi vor dem Beta-Tester. So, jetzt ist mir natürlich das hier alles ein bisschen verfriggelt. Das Gute jedoch ist, dass ich jetzt auch gleich die Magneten eindrücken kann. Da muss ich das später nicht mehr machen. Vielleicht müssen wir die auch einkleben. Ja, wir müssen sie einkleben. Und das mache ich mit so einem ganz normalen Uhu. Also, hier oben könnt ihr, je nachdem wie viel ihr wollt, auf jeder Seite 4 Stück einlegen und auch in die Tür. Können dann jeweils 8 rein, aber ich glaube, es soll tatsächlich mit 4 reichen. Ich werde alle 8 machen, weil ich es geil finde, wenn die so richtig schön durchschließt und man ein schönes Öffnungsgefühl hat. Aber das könnt ihr dann nach eurem Ermessen machen. So, das ist dann immer so ein bisschen difficult, sage ich mal, die Magneten da reinzumachen. Ich habe die jetzt richtig schön saftig da eingeklebt. Jetzt müssen die kurz trocknen, sonst flipsen die da wieder raus. Ich habe es auch eben gehabt, dass die sich einfach, nur weil ich da irgendwie mit einem Schraubenzieher lang gegangen sind die alle gleich wieder über den Jordan. Die sind klein, 4x4 rund, kleine Zylinder, aber die sind richtig stark. So, bei den Leisten ist es natürlich auch wichtig, dass ihr die Kabel hier vernünftig durchführt. Jetzt müssen wir noch das hintere Kabel hier durchführen. Die Kabeltrasse hier kann jetzt auch verschraubt werden. Ich muss jetzt hier noch einmal Displaykabel da durchpopeln. So, alles auch mal sehr behutsam machen. Wir wollen ja nichts zerstören. So, ist aber auch ein bisschen tricky. So, jetzt nur noch das Erdungskabel damit durch. Und wieder verschrauben, wenn man den Schraubendreher nicht verschlammt. So, jetzt noch die andere Seite der Kabeltrasse verschrauben. So, jetzt haben wir hier natürlich noch ein paar Löcher frei. Das sind dann die die Plattenverschraubung, die wir wieder von innen einsetzen müssen. Das ist jetzt eigentlich nur noch eine Fleißaufgabe, alles einmal zu verschrauben. Ich würde sagen, mal wieder Timelapse ab. So, Dalle. Kabel muss ich hier gleich noch ein bisschen ordentlicher machen. Ich wollte jetzt erstmal mich weiter mit der Tür beschäftigen. Das ist der Griff, den wir da einsetzen. Und ich wollte gerade schon richtig cool mal die Magneten hier oben Probe anpassen. Und überall flutschen die locker rein. Und in dieses eine Loch, da habe ich ihn reingedrückt und jetzt ist er falsch herum. Jetzt stößt er sich ab. Was machen wir jetzt? Naja, ich würde sagen, wir kleben jetzt eine kleine Schraube auf mit Sekundenkleber und ziehen ihn wieder raus. Oder wir lassen ihn drin, drucken den Griff neu oder so. Ich hole ihn mal kurz raus. Oder warte mal. Nee, komm. Ach, warte mal. Oh, das ärgert mich jetzt. Kleiner Fehler. Passiert. 1 Minute 37 Sekunden später. So, ich habe den Magnet jetzt gerettet. Jetzt werde ich erstmal die ganzen Gewinde einschmelzen. Rundherum. 10 Löcher sind das. Das geht wieder rucki zucki.
verbrenne ich mich hier noch auf den letzten Meter. Gar keinen Bock. So, jetzt nehmen wir uns hier wieder unseren Kleber. Jetzt gehen wir mal hier rüber und kleben uns jetzt einzeln diese Magneten da rein. Ob das mit den Magneten alles so hinhaut. Und dann fange ich an, die einzukleben. Immer so ein bisschen Kleber auf den Magneten, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und dann drücken wir die da rein. Super, jetzt habe ich hier die halbe Tube Kleber auf dem Tisch. Kann man das natürlich auch machen und die Magneten da mal eintauchen. Würde ich euch aber nicht empfehlen, wenn das Omas Esstisch ist. So, ich habe jetzt hier so eine alte Kunststoffleiste, die in den Profilen drin steckte. Die war sowieso schon ein bisschen angeknickt. Da mache ich mir jetzt Kleber rauf und dann verspachtel ich das hier oben drauf quasi einmal damit. Und auch alle Löcher richtig schön mit Kleber gefüllt sind. Jetzt hübsche ich noch mal ein bisschen was drauf. Dass sie so richtig einglasiert sind, muss man nicht machen, kann man aber. Ich mache das einfach. Das ist immer so verspachtelt. So, und dann lasse ich die Leiste einfach hier trocknen. Das ist gut. So, meine Schwester würde jetzt wieder sagen, Lauri, schön schick machen. Also machen wir das. Ich löse jetzt hier vorne diese Eckpunkte. Hier sind nämlich solche Kunststoffteile drauf. Davon haben wir noch eine angepasste Version. Nämlich diese coolen Ecken hier. Die gehen nämlich noch mit in die anderen Profile über und geben dem gesamten Konzept noch ein bisschen einen schöneren Touch. Finde ich ganz cool, sieht das noch ein bisschen massiver aus. Das ist aber euch komplett selbst überlassen, ob ihr das noch macht. Wie ihr da jetzt noch was einsetzt oder nicht, das ist euer Bier. Und wenn wir dann schon hier vorne angekommen sind, würde ich sagen, können wir auch schon, bevor wir den Griff einsetzen, die Frontplate festmachen. Dazu ziehe ich mir hier so ein bisschen die Folie ab. So, das müssen wir beidseitig machen. Dann können wir das nämlich gleich mit den Scharnieren verschrauben. So, zack. Dann haben wir hier schon mal so ein Druckteil. Da sind so 2 Nutensteine eingesetzt. Das war meine Idee, dass man da nicht hinten irgendwelche komischen Muttern haben muss, sondern dass so ein Block ist. Und das können wir jetzt mit den mitgelieferten schwarzen Schrauben von den Scharnieren da nämlich auch anschrauben. Setzen wir die Scheibe hier mal rein. Scharnier hin, Schraube durch. So, dazu ziehe ich mir den Drucker noch ein bisschen rüber, dass ich hier besser an die Scharniere komme. Stecke ich noch die zweite Schraube da durch. Langsam schon ein bisschen andrehen. Können wir das nämlich schon hochklappen. Und auf der anderen Seite die beiden Schrauben reinstecken. Wo ist jetzt mein anderer Nutenstein? Was soll denn das? Oh nein. Ach, da ist er ja. So, und zuklappen. Und festschrauben. So, dann können wir die innere Folie schon abmachen. Zack. So, und jetzt können wir uns eigentlich hier drin nochmal die Profile einstellen. Die können wir nämlich alle nochmal lösen. Die sind nämlich variabel. So kann man sie sich nämlich richtig auf Dichtigkeit einstellen. Jetzt lösen wir alle Schrauben einmal an. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn man da rankommt. So, dann haben wir die einmal zugemacht. Gucken wir, ob das alles passt. Da passt das natürlich nicht, wenn hier noch ein Kabel hängt. Jetzt sitzt das schon alles deutlich besser. Dann können wir uns das jetzt alles wieder festschrauben. Nochmal probieren. Jetzt können wir nämlich nach hinten gehen. Wir warten nämlich noch, dass der Griff mit den Magneten getrocknet ist. Zieht die Gegenseite die Magneten gleich wieder raus. Jetzt schieben wir den mal lieber ein Stück hier wieder rauf. Und jetzt gibt es so ganz spezielle Verbindungsstücke. Das sind auch selbst gezeichnete Filament-Tube-Stoßverbinder. Und die können wir nämlich hier oben jetzt gleich anbauen. Dafür nehme ich wieder so einen kleinen Kegelsenker. Dafür nehmen wir so einen kleinen Kegelsenker, 45 Grad, und dann senke ich hier vorne noch die Kante ein bisschen an. Dann flutscht das Filament nämlich noch besser. Das ist nämlich der Pro-Tipp. Das könnt ihr aber auch versuchen, mit dem kleinen Cuttermesser zu machen. Das sollte auch gehen. Dann gibt es hier auch einen Pfeil, wie das Filament verläuft. Könnt ihr das schon reinstecken. Überall ein Rand von den Original-Tubes. Jetzt klauen wir uns noch die andere Seite hier. Überall die Stoßverbinder drauf. Bis zum Anschlag. Und jetzt haben wir hier unten ja schon mal 3 Schläuche rauskommen. Da seht ihr jetzt ja, die sind ein bisschen zu lang. Da schneide ich mir jetzt noch mal ein gutes Stück von ab, dass die vernünftig verbunden werden können mit ein bisschen Spiel. Und dafür nehmen wir wieder ein schönes, scharfes Cuttermesser. Legen uns den Schlauch auf den Tisch, gucken, dass wir einen schönen 90-Grad-Winkel kriegen. Dann schneiden wir das ab. Gar nicht so leicht. Am besten baut man sich dafür eine Vorrichtung. Dann geht das leichter. Und dann verbinden wir die beiden. Das Schöne ist, ihr könnt jetzt hier drin die beiden so weit reinschieben, dass die wirklich miteinander auf Stoß sind. Das sind nämlich diese Stoßverbinder, da könnt ihr reingucken. Das ist nämlich der Vorteil an diesen Verbindern. Es gibt auch welche zu kaufen, da ist es nämlich nicht der Fall. Da sind die teilweise in der Mitte, teilweise wirklich nicht verbunden und in der Luft. Und das sind immer diese Kanten, wo ihr dann gegenstoßt. Das war auch der Fall bei den originalen Filamentsensoren. Und das haben wir hier jetzt ausgeschlossen. Das läuft jetzt besser. So, wieder auf Stoß. Dann haben wir noch die Y-Stücke hier. Für die Y-Stücke brauchen wir noch ein Stück Schlauch. Das müssen wir uns gleich noch holen. Dann würde ich darauf achten, dass die auf Stoß sind, sonst habt ihr später Probleme. Stück Schlauch hier noch anschließen. Seht ihr aber noch hier, der Schaltschrank, der hängt noch. Den muss ich jetzt auch noch kurz hier oben anschrauben. Jetzt habe ich die Filament-Tubes hier hinten schon mal alle fertig. Man kann sie sich natürlich auch zum Strang machen.
Das ist euch überlassen, aber ich gebe da dem Filament den freien Weg, wo sie sich hinschaukeln wollen. Ich will das jetzt nicht so vorgeben und habe die auch versucht, möglichst kurz zu machen. Gut, den könnte ich tatsächlich noch kürzer machen, aber das ist euch überlassen. Ihr könnt auch die Originalschläuche alle gerade abschneiden, aber ich wollte die alle original lassen, falls ich das doch mal wieder hier oben anschließen möchte. Wenn ihr richtig cool drauf seid, könnt ihr euch sogar noch die originalen Filamentsensoren hier runter verlegen. Da gibt es auch auf eBay Kleinanzeigen jemanden, der baut diese Kabelbäume zur Verlängerung. Habe ich auch erst überlegt, aber wenn ihr das mit dieser Konstruktion hier macht, müsst ihr das Filament sowieso immer oben entladen. Also ihr könnt es natürlich, ihr könnt es natürlich ganz normal ein- und ausladen, aber wenn das Filament zu Ende sein sollte, dann müsst ihr nämlich die hier deaktivieren und dann nur die obere nutzen. Und wenn es zu Ende ist, dann müsst ihr es hier oben den Rest entladen. Das ist dann so ein Stück. Normalerweise habt ihr immer so 1 Meter. Wenn ihr die Filamentsorten hier ganz unten anbaut, könnt ihr die auch machen. Dann habt ihr halt immer 1,5 Meter, die ihr wegschmeißen müsst. Ich benutze die seitlichen sowieso nicht, weil wir haben die oberen, die funktionieren ja relativ gut. Und deswegen bin ich so zufrieden. So, ich werde jetzt noch einmal den Drucker hier weiter drehen und ihn möglichst nicht runterschmeißen. Das ist jetzt schon ein ganz schön Schwergewicht geworden. Aber so soll das auch sein, denn nur was Gewicht hat, kann vernünftig stehen. 2 kleine vernünftige Schrauben. Yippie. Und dann machen wir den Schaltschrank wieder fest. Den kann ich mir jetzt noch so rausnehmen und die Nudelsteine hier vorbereiten. So, und jetzt setzen wir den hier ein. Schön in die Originalprofile und in unser neues Profil. 1 Minute 37 Sekunden später. So sieht das jetzt aus. Alle Schläuche gehen gemütlich runter. Ich habe jetzt gerade noch die Box hier verschraubt. Ich werde jetzt nochmal die Kabel ein bisschen schick machen. Aber theoretisch kann man die auch so hängen lassen. Das ist jetzt eher gar kein Problem. Hier hinten, das Kabel können wir auch noch schön da rumlegen. So sieht das von den Seiten aus. Alles rundherum verschraubt. Es ist richtig stabil. Die könnt ihr jetzt einfach im System abschalten. Genauso wie diesen hier. Ich werde mir jetzt noch mehr von diesen Profilkappen machen. Und das hier vielleicht rundherum, wenn ich lustig bin, auch noch verkleiden. Aber theoretisch sind wir jetzt einsatzbereit. Ich kann es kaum glauben. Richtig, richtig schön. Freunde, was sagt ihr? Auch der Griff ist jetzt soweit komplett getrocknet. Habe ich auch in PETG Kohlefaser, das kriegt dann so einen schönen Finish. Alles eingeschmolzen. So, ich würde sagen, das Ding setzen wir noch vorne ein, ziehen die Folie ab und dann sind wir fertig. Ach so, by the way, die Füße, da habe ich so Adapter, die findet ihr auch in meinem Profil, damit ihr die Originalfüße vom Prusa XL hier unten nämlich reinschrauben könnt. Normalerweise sind hier nur so Abdeckkappen, aber ich habe eine Kappe gemacht mit Einschmelzmutter, dass ihr das wieder original verschrauben könnt. Ich finde es dann doch immer schön, das irgendwie original beizubehalten, die Füße hier. Könnt aber auch andere hinmachen. Könnt es aber auch theoretisch hier raufstellen, das wäre auch okay. So, jetzt verkabel ich das hier alles noch ordentlich. Ihr könnt die Kabel hängen lassen, aber ich mache das lieber ordentlich. Ist das Kabel hier? Hier läuft dann das Original-Display-Kabel lang, geht da oben in die Trasse rein. Hier geht 230 Volt hier hin. Das sind die Lüfter, auch gesteckt. Alles vernünftig da hinten festgemacht. Dann laufen die Tubes hier hoch, Y-Verbinder. Ja, ich denke, das ist okay. Das kann man so lassen. So, jetzt drehen wir den ganzen Lachs wieder. Jetzt haben wir noch, glaube ich, hier schon 5-mal im Kreis gedreht. So, jetzt kommen wir aber zum letzten Bauteil, der Griff, der Frontplate. Machen wir uns die Klappe auf, legen den Griff ein, klack. Passt schon so gut da rein. Das ist der Wahnsinn. Oh, geil. Jetzt wird das hier schön magnetisch zugehalten. Hier muss ich die Profile noch mal ein bisschen... Ich glaube, ich muss die Scheibe noch ein bisschen rüber machen. Aber erstmal verschraube ich die jetzt. Auf dem Endspurt mache ich das noch mal lieber mit dem Akku. Ich kann es kaum glauben. Endspurt. Die allerletzte Schraube. Oh mein Gott. Die Folie kann ab. Oh, da leuchten meine Augen. Alter, das Ding sieht so geil aus. Wie so eine Black Edition. Oh, nice. Es fühlt sich fast schon zu fest an, weil die Magneten, die haben so einen Bums. Also man kann weniger Magneten nehmen. Alter, ist das ein schönes Gefühl. Ist das toll. Bob, zu die Tür. Mir läuft hier schon noch eine Schweißperle über die Nase. So viele Stunden Arbeit. Aber meine Hand verkrampft sich. Oh. Ich freue mich so, so sehr, dass das Ding jetzt fertig ist. Unfassbar. So, Freunde, es ist soweit. Da steht er nun wirklich in meiner heiligen Halle. Und er ist auch schon fleißig am Drucken. Ja, ich habe heute mal kein Druckbett drauf gemacht. Habe ihn von der Ferne gestartet. Mein Fehler. Mal schauen, ob wir das gleich abkriegen. Aber zum Wesentlichen,
Die Maschine läuft hervorragend. Es ist jetzt nicht der erste Druck, den ich damit schon mache, sondern schon der 10., glaube ich. Also es läuft. Was ich sagen muss, ey, dieses Einfädeln hier unten, das ist der Gamechanger. Das ist wirklich der Gamechanger. Heizung ist richtig gut, aber dieses Einfädeln, das ist wirklich das Nonplusultra. Es funktioniert so gut, muss ich einfach sagen. Bin ich richtig zufrieden mit. So, sie läuft und läuft und läuft. Das ist die Secobox für den Prusa XL. Also, mein Fazit, ich bin euch ganz ehrlich, fast jeder von euch könnte diese Box nachbauen. Wenn ihr schon mal einen Voron gebaut habt, definitiv kein Problem. Wenn ihr einen Prusa XL habt, wovon man ausgeht, wenn man sich diese Box baut, sind auch die Druckteile überhaupt kein Problem. Ihr bestellt euch einfach das passende Material, trocknet das im besten Fall in einem Trocknungsgerät noch einmal vor und dann kommen die Drucke da raus, wie geleckt, und die Box zu bauen ist wirklich nicht schwierig. Erhöhter Schwierigkeitsgrad ist dann die Sunlu, also den Sunlu Mod zu montieren, denn da braucht ihr eventuell etwas hochtemperierte Materialien wie PA12 Kohlefaser, um hinten diese Rohre zu drucken. Aber auch das sollte eigentlich kein Problem sein, denn ich glaube, jeder, der einen Prusa XL hat, hat auch eventuell einen Bambulab oder ein MK4 mit einem Enclosure. Aber selbst auf einem XL sollten sich die Teile drucken lassen. Ich habe das selbst auch schon geschafft. Dann kriegt ihr das ganz sicher da draußen auch hin. Also, die Secobox, ihr seht sie jetzt hier so stehen, in der Vollversion mit dem Sunlu Mod. Ihr habt jetzt umso mehr die Möglichkeit, Anbauteile hier rechts und links zu verbauen. Bei mir habe ich jetzt die Düsen und Werkzeug dahin gemacht, man kommt super dran. Das Display ist natürlich auch beleuchtet, was ziemlich schick ist. Ihr könnt hier drüber alles per Touch steuern, direkt neben dem Originaldisplay. Die Box lässt sich ganz einfach öffnen und schließen, Viva Magnetverschluss. Das Ganze hält auch richtig fest zu. Könnt ihr so einstellen, wie ihr wollt. Desto mehr Magneten ihr nehmt, desto stärker ist die Zuhaltung der Klappe. Wir haben eine 5 mm getönte Polycarbonatscheibe in diesem Fall jetzt verbaut. Die gibt dem Ganzen noch ein etwas cooleres Finish, weil die Filamente dahinter noch so ein bisschen gedämpft stehen und können da ganz in Ruhe abrollen. In meinem Fall habe ich jetzt die ganze Kiste aus PETG Kohlefaser gedruckt. Die Akzentfarben habe ich normales PETG genommen für die Seiten. Hier oben habe ich den Rahmen vom Display standardgemäß wie auch das Original Prusa XL Display Rahmengehäuse aus PETG gedruckt. Das sollte nämlich ausreichend sein. Die Eckverbinder habe ich hier auch noch angepasst, der Optik halber. Zusätzlich könnt ihr natürlich in die Profile der Secobox auch wie beim Original alle Sachen so anbringen, wie ihr möchtet. Ich habe hier zum Beispiel eine Coachline, die werde ich wahrscheinlich in Zukunft hier unten noch weiterführen, einfach weil es schick aussieht. Und das ist natürlich auch immer für viele von euch da draußen ein großes Thema, den Drucker für sich selbst so schick zu machen, wie euch das gefällt. So, ihr könnt natürlich jetzt noch frei rumspielen, ihr könnt hier hinten noch Seitenabdeckung machen, ihr könnt hinten noch eine Abdeckung machen. Ihr könnt da hinten, wenn ihr nicht die Sunlu Mod benutzt, dann könnt ihr euch da hinbauen, was ihr möchtet. Theoretisch könnt ihr das auch noch hinten ausweiten, also die Grenzen sind da eigentlich komplett frei. Wenn ihr hochtemperierte Materialien hier drin trocknen wollt, dann würde ich euch noch empfehlen, hier unter eine Isolierung zu montieren. Es gibt dafür sogar schon die passenden Isolierungsschablonen zum selber drucken. Ich werde das in den nächsten Tagen noch nachrüsten. Ich habe meine Isolierung schon bestellt. Dann werde ich diese Grundplatte vom XL abschrauben und werde mir dann mit den passenden Schablonen die Dämmung hier zuschneiden. Denn dieses Blech ist aus pulverbeschichteten V2A, also Edelstahl. Und deswegen haben wir hier oben einen extremen Wärmeverlust. Und wenn ihr das nicht wollt, dann isoliert ihr euch das einfach. Wenn ihr jetzt aber nur bis 50 Grad geht, muss man es nicht unbedingt machen. Aber alles, was so Richtung 70 Grad für Polycarbonat, ABS und sowas zum Trocknen ist, würde ich euch auf jeden Fall dazu raten, die Isolierung zu verbauen. So, zum Sunlu Mod. Leute, überlegt euch das ganz genau. Es ist ein richtig geiles Upgrade. Ich würde es euch empfehlen. Aber Leute, versprecht mir bitte, dass ihr die Elektronik von einem Elektrorohr-Fachkraft vernünftig montieren lasst. Die Kabel müssen verlängert werden. Also wenn ihr davon keine Ahnung habt oder keine Zertifizierung habt, dann lasst das einfach von einer Elektrofachkraft machen.
Ansonsten habe ich jetzt schon genügend über die Box erzählt. Ich bin mega happy mit der Box. Ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Ich persönlich habe jetzt schon 1, 2 Upgrade-Teile gemacht. Hinten habe ich noch eine Box verbaut, womit ihr zum Beispiel RGB-Beleuchtung nachrüsten könnt. Also da habt ihr noch mal einen zweiten Schaltschrank. Dann habe ich ein extra Mod bei mir hochgeladen, dass ihr die Originalfüße auch verbauen könnt und das nicht direkt auf dem Rahmen steht. Das findet ihr bei mir. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Drückt euch die Daumen, dass es bei euch genauso schick aussieht wie bei mir. Die Dateien findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt auf Surf Alex 2000's Kanal. Gegen einen kleinen Obolus könnt ihr die Datei erwerben. Ich glaube, das ist ganz fair, weil hier stecken einige Monate Arbeit und vor allen Dingen auch Zeit drin. Schreibt jetzt gerne noch mal in die Kommentare, was ihr verbessern würdet. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieses Videos. Ich sage recht herzlichen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Channel, aber das habt ihr sowieso schon gemacht. Und ich sage wie immer, Freunde, wir sehen uns. Bis gleich.